Hallo meine Lieben, ich habe heute eine kleine persönliche Mission und zwar geht es um das Thema Sublimation. Für diejenigen, die schon länger auf meinem Kanal mit dabei sind, die wissen ja, dass ich zum Thema Sublimation mit einem Epson ET15000 gestartet habe. Es ist eigentlich ein normaler Drucker, den ich ganz einfach mit Sublimationstinte befüllt habe und den so quasi zum Sublimationsdrucker umgebaut habe. Dann habe ich mir den Epson-Drucker, also den Sublimationsdrucker von Epson gekauft. Das ist der SureColor SF100. Den habe ich schon eine Weile und jetzt habe ich auch noch zum Testen den Sawgrass-Drucker bekommen oder einen Sawgrass-Drucker bekommen. Hier seht ihr nachher gleich, um welchen es sich handelt. Und ich habe halt einfach auch nicht ganz so viel Platz in meinem Bastelstudio und man muss ja die Printer auch immer am Strom halten und eingeschaltet haben, damit die Tinte nicht austrocknet. Ne? Und ich dachte mir einfach, das kann nicht sein, dass ich hier 3 Drucker rumstehen habe, respektive einen muss ich dann sowieso zurückgeben, aber auch 2 sind eigentlich schon zu viel. Und deshalb will ich heute die 3 Drucker ganz einfach testen und auch mir ein Problem angucken, was ich schon seit längerem habe, nämlich, dass ich unterschiedliche Resultate bekomme, je nachdem aus welchem Programm heraus ich drucke. Das will ich mir auch angucken und am Ende, und das ist eben meine kleine persönliche Mission, will ich mich entscheiden, welcher von den 3 Druckern denn jetzt hier bleibt in meinem Atelier und welche beiden weggehen. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Starten wir mit dem ersten Drucker, den ich hatte. Das war für die, die schon länger dabei sind, die kennen das. Das war der Epson ET, also EcoTank 15000. Das ist ein normaler Drucker, den ich aber umgewandelt habe. Das heißt, ich habe da die Octopus Sublimationstinte eingefüllt. Und vom Preis her, das ist ein A3-Drucker. Ne? Die anderen beiden sind A4-Drucker, aber der war vom Preis her in etwa 500 Schweizer Franken und die Tinte selber hat in etwa 90 Franken gekostet, dafür 100 Milliliter Flaschen. Eben A3-Drucker, was das Thema ist, hier, wenn ihr sowas macht, dann verfällt die Garantie, weil ihr nutzt das Gerät für etwas anderes, als es gedacht ist. Ne? Aufsetzen, der Drucker selber war eigentlich relativ einfach zum Aufsetzen, aber die ganze Recherche, um zu gucken, was ich für Einstellungen machen muss, damit ich dann ein optimales Ergebnis bekomme, das war schon sehr zeitaufwendig und das Abfüllen auch der Tinte, weil da musste ich ja mit Spritzen arbeiten, wo ich quasi die Tinte aus der Flasche aufsauge und dann hier in diese Behälter einfülle. Ne, bei der Octopus-Tinte, die hatte keinen Aufsatz, wo man das da reinkippen kann. Und Farbmanagement ist bei dem ein dauerhaftes Thema, weil ich bekomme es einfach nicht hin, dass ich da die Farbe bekomme, die ich eigentlich haben will, oder es braucht sehr viele Tests. Das heißt, der Aufwand, um immer zuerst Testprints, also ich musste immer zuerst ein paar Mal ausdrucken oder einmal ausdrucken, dann auf dem Stoff testen. Dann hat es nicht gepasst, dann wieder ausdrucken mit einem anderen Parameter, dann wieder auf den Stoff pressen und gucken, ob das besser passt. Und das ist schon ziemlich aufwendig. Jetzt gucken wir uns mal an, was ich mit dem Farbmanagement meine. Das ist die Datei, die ich habe. Und ich habe das Ganze ganz einfach ausgedruckt, um euch das mal zu zeigen. Ich versuche sie ein bisschen größer zu machen und lege hier das Resultat nebendran. Polarblau, das ist eher grün. Das hier ist rosa. Das hier ist so ein Pfirsich. Mintgrün hat einigermaßen gepasst, geht ein bisschen mehr ins Polar rein, ins Petrol rein. Das hier war eben dieses Polarblau, dunkle Polarblau, ist hier definitiv grün. Das hier ist rosa, das hier ist Pfirsich. Und das wäre ein hellbraun, das ist hier Senf. Also, dass so wirklich gut funktioniert, ist schwarz, ne?
Aber alles andere ist echt ein Lotteriespiel, wie das rauskommt. Und zusätzlich ist es abhängig, aus welchem Programm heraus ich das drucke. Na, hier hatte ich Silhouette Studio, dann Illustrator, sind schon andere Farben, ne? Was hier noch Aprikot war, das ist jetzt braun. Also andere Farben. Selber dann auch mit, wenn ich aus dem Acrobat Reader rausdrucke, das ist dann schon wieder ähnlich wie beim Silhouette Studio, aber ein bisschen andere Farben und auch PowerPoint. Also abhängig davon, von wo aus ich das drucke, bekomme ich andere Resultate. Na, das ist, was man berücksichtigen muss. Von dem her, meine Zufriedenheit mit dem Drucker hält sich echt in Grenzen. Dann der zweite Drucker, den ich mir dann gekauft habe, ist der Epson SureColor, der SF100. Das ist ein Sublimationsdrucker und da habe ich auch die Originaltinten drin, die von Epson. Der Drucker selber inklusive der Tinte kostet in etwa 480 Schweizer Franken. Nachfülltinte, das sind 140 Milliliter, kosten in etwa 100 Franken. Das ist eben ein A4-Drucker. Da läuft natürlich die Garantie drauf, weil ich ja damit genau das mache, wofür es gedacht ist. Aufsetzen, super einfach. Und das Farbmanagement hier habe ich auch wieder ein Thema mit. Und das sind meine persönlichen Erfahrungen. Gucken wir uns hier wieder das Bild an. Das ist Polarblau, das ist braun. Dann haben wir hier, was rosa wäre, ist hier auch eher im Aprikot drin, auch beim Rosa eher orange. Türkis ging gar nicht, das ist definitiv ein Petrol. Lila ist so einigermaßen die Farbe. Hier eben das Polarblau vom Bären, das ist eben braun, ne? Und das, was hier eigentlich grau wäre, ist hier braun. Also, ihr seht, ne? Unterschiedliche Farben. Und auch hier habe ich die Tests wieder gemacht mit den unterschiedlichen Programmen. Das heißt PowerPoint, das war das, was ich euch vorhin gezeigt habe. Dann Illustrator und jetzt seht ihr schon, dass ich so ziemlich andere Farben habe. Das dieselbe Datei, ne? Und genau gleich gepresst nachher auch, aber anderes Ergebnis, ne? Also ich kann mich wirklich einfach nicht drauf verlassen, dass egal von wo ich drucke, dass ich dieselben Ergebnisse bekomme, und vor allem kann ich mich auch nicht drauf verlassen, dass das, was ich auf dem Bildschirm sehe, dann auch wirklich so gedruckt wird, ne? Das ist das. Von dem her kann ich sagen, es ist definitiv besser als das, was ich bekommen habe mit dem EC 15000, aber immer noch nicht das Ergebnis, was ich mir wünschen würde. Und ich zeige euch jetzt auch nicht von wegen den Einstellungen, wie ich das alles gedruckt habe, weil ihr da, ich habe auf YouTube bei mir auf dem Kanal, wenn ihr auf die Playlists geht, findet ihr ein Thema Sublimation und da hat es ganz viele Videos mit diesen beiden Druckern, wo ich das alles erkläre. Was ich euch bis jetzt noch nicht gezeigt habe, weil der ist ganz neu bei mir, den habe ich ausgeliehen bekommen, ist der Sawgrass SK 500. Das ist auch ein Sublimationsdrucker, ist von Sawgrass. Der kostet in etwa inklusive der Tinte 590 Schweizer Franken. Hier ist die Nachfülltinte mit 31 Milliliter 260 Franken. Das sieht jetzt so aus, als ob das extrem viel teurer wäre als bei den anderen Druckern. Das ist aber eine andere Art von Tinte, ne? Das ist eine Scheel-Sublimationstinte, diese UHD Sublijet Scheel-Sublimationstinte, und die ist extrem ergiebiger, weil es eine Schältinte ist als bei den anderen beiden. Das ist eine andere Art von Tinte. Hier eben auch ein A4-Drucker, den gibt es auch in A3. Garantie läuft auf jeden Fall, weil wir nutzen das Gerät genauso, wie es gedacht ist. Aufsetzen, da habe ich kein Video dazu, werde ich heute auch nicht machen, weil da hat die Andrea vom Kreativchalet erst kürzlich ein super Video gemacht. Da könnt ihr
Ich werde euch das hier oben verlinken, da könnt ihr darüber gehen, wenn ihr gucken wollt, wie man das aufsetzt. Ich finde, das hat wirklich super einfach funktioniert. Beim Farbmanagement ist das Ganze hier ein bisschen anders, das ist ein anderer Ansatz, weil wir drucken über einen Print Manager und wir haben hier auch noch das Creative Studio. Und hier nur das Bild von der Nachfülltinte. Ich würde sagen, damit ihr seht, was ich damit meine, gehen wir jetzt kurz rüber und gucken uns den Print Manager an und das Creative Studio an und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Gucken wir uns zuerst den Print Manager an. Ihr habt, wenn ihr alles installiert habt, habt ihr hier oben das Symbol oder hier unten eben auch in Orange den Print Manager. Von da aus habt ihr den Zugriff auf das Creative Studio, das gucken wir uns nachher an. Ihr könnt ganz einfach eine lokale Datei öffnen und die mit dem Print Manager ausdrucken. Ich nehme hier kurz eine. Nehmen wir hier zum Beispiel den Santa, den ich gespeichert habe. Jetzt lädt er die Datei und dann gibt es einen Warnhinweis, weil das Bild zu groß ist. Ich mache hier kurz noch ein paar Einstellungen, nämlich ich sage, ich will das auf dem Mauspad haben, Qualität hoch, das Papier lasse ich so, Cherry 1 lasse ich auch so. Dann Layout, hier sage ich, ich will das hier und sage, ich will eine A4-Seite, immer noch zu groß, ne? Und jetzt sage ich hier, ich will 9 cm mal 9 cm. Jetzt habe ich hier auf einer A4-Seite schön meinen Santa. Jetzt haben wir ganz viel leeres Papier, ne? Und deshalb kann ich hier dann auch sagen, na, ich kann gleich mehrere Kopien davon ganz einfach jetzt auf diesem Papier verteilen. Und das Coole ist, ich kann nicht nur das Bild nehmen, sondern ich kann sagen, fügt noch was anderes dazu, damit ich den Platz hier unten ausfüllen kann. Ich nehme noch ein anderes Bild. Der ist jetzt logischerweise auch zu klein, zu groß. Machen wir auch den auf 9x9. Und dann habe ich hier wunderbar diese 4 Bilder, plus ich konnte hier noch den Bären einfügen. Ne? Also da habt ihr wirklich absolut die Möglichkeit, das Blatt dann zu nutzen, so wie ihr das wollt. Ihr könnt bei den Farben Einstellungen machen, hier auch Farbmodus. Ne? Photographic würde ich eigentlich nur verwenden, wenn Menschen im Bild sind, ne? Wenn Haut zu sehen ist. Ansonsten geht ihr auf Vivid und wenn ihr hier diese Farben einstellt, blau, magenta, gelb, das hat nicht Auswirkungen auf die einzelnen Farben in eurem Bild, sondern über das Ganze hinweg ist einfach die Einfärbung ein bisschen anders. Und ihr könnt es da auch wieder zurücksetzen, damit es auf 0 geht, das wieder normal ist. Und ihr könnt das Ganze heller machen, ihr könnt es dunkler machen oder ihr könnt es eben zurücksetzen, damit es wieder auf 0 ist. Ne? Sonstiges, ihr könntet es auch in eine Datei drucken und jetzt könnte ich einfach sagen, drucken. Ich brauche die jetzt gerade nicht, deshalb sage ich das nicht, aber per se, ne, hier ist auch schon Spiegeln ein, von dem her wird es jetzt einfach gespiegelt an den Drucker übergeben und es wird ausgedruckt. Ich muss kein Farbprofil auswählen, ne, alles. Ich kann wirklich hier die Sachen auswählen und dann drucken. Also ich finde das hier wirklich massiv einfacher. Sage ich mal abbrechen, weil das war ja das, wo wir aus lokale Datei öffnen, drucken. Was ist jetzt, wenn ich aus einem bestimmten Programm heraus drucken will? Ne? Ich habe hier mir so eben dieses Muster angelegt, das ich für die Tests verwendet habe. Dann gehe ich hier auf den Drucker, dann sage ich, ich will nur die Seite 3 von 3 und ich will, dass das ein A6 Papier ist und nicht an die Papiergröße anpassen, weil ich habe die Größe eigentlich schon so festgelegt, dass es A6 ist. Und jetzt das Spezielle hier, sagt ihr Sawgrass Print Manager. Ne? Damit öffnet ihr den. Und jetzt kommen wir genau wieder in den Print Manager rein und können wie vorhin unsere Einstellungen vornehmen, wie wir es haben wollen. Und dann könnte ich das so drucken. Alles schon gespiegelt, wunderbar auf die richtige Größe. Und da hatte ich für die Tests einfach eine A4
Seite quasi in 4 Teile geschnitten und die reingelegt. Das hat wunderbar funktioniert zum Ausdrucken. Also so könnt ihr wunderbar auch aus den einzelnen Programmen herausdrucken. Was haben wir hier noch? Scanvorgang anhalten, habe ich jetzt nichts. Smart Folder Manager ist, das sind eigentlich die gleichen Einstellungen, aber es sind wie Voreinstellungen. Das heißt, wenn ich immer oder wenn ich sehr oft auf dem Mauspad drucke, dann kann ich das hier auswählen, den Rest lasse ich stehen, Layout, das lasse ich eigentlich auch stehen. Farben nehme ich in der Regel Vivid und hier kann ich sagen, was für Dateitypen zugelassen sind. Genau, das sind so die Standardeinstellungen, die ich haben will. Speichere ich das kurz und wenn ich jetzt nochmal das drucken will, sage ich drucken. Hier wieder A6, ne? Das will ich nicht und ich will nur die Seite 3 von 3. Gehe wieder auf den Sograph Print Manager. Jetzt seht ihr, hier ist Mauspad eingestellt, ne? Das hatte ich geändert und bei der Farbe hatte ich gesagt Vivid. Das heißt, hier ist jetzt standardmäßig, ich kann es immer noch ändern, aber als erstes geladen wird hier Vivid. Und das sind quasi die Voreinstellungen, die ihr machen könnt. Druckerdienstprogramme, da könnt ihr den Status von der Tinte angucken. Ihr könnt den Druckkopf-Check machen. Ihr könnt den Druckkopf reinigen, das Chart, dann die Parameter fürs randlose Drucken oder den File-Spoiler. Also hier habt ihr Zugriff auf diese Sachen. Ihr könnt einen neuen Drucker einrichten. Ihr könnt von hier aus in die Druckereinstellung und wenn ihr zum Beispiel die falsche Tinte ausgewählt hattet, ich habe eben diese SubliJet UHD, bei dem passt es, das könntet ihr hier ändern. Und dann Systemdrucker könnt ihr hier auf den Systemdialog vom Sograph Drucker zugreifen. Dann habt ihr Optionen, wo ihr die Version seht, neue Version aktivieren, ihr könnt die Sprache einstellen, ihr könnt die Einheiten einstellen, wie oft es refreshen soll, Angaben zum PDF-Drucken, Verbindungseinstellungen, dann ob er den Druckmanager gleich beim Systemstart ausführen soll, UX-Optimierung habe ich einfach ein. Seitenformate verwalten, ihr habt gesehen, ich hatte hier zum Beispiel A6 nicht zur Verfügung, dann kann ich jetzt hier einfach sagen, das ist die Höhe, das sind in Millimeter 148 und hier sind es 105 und dem kann ich jetzt sagen, speichern unter und sage A6. Speichern und jetzt habe ich das hier drin. Das heißt, wenn ich irgendetwas versuche zu drucken, gehen wir nochmal auf den Santa, dann kann ich hier jetzt eben sagen, hier unten A6. Ne? Da muss ich natürlich die Größe hier wieder anpassen. Und ihr seht, jetzt habe ich das Bild auf einer A6-Seite. Ne? Das ist das, was ihr machen könnt. Und ich würde sagen, das sind so die wichtigsten, außer natürlich Hilfe. Ihr habt hier auch den Zugriff auf Support, Updates prüfen, ein Reset zu machen, euch abzumelden und Info, ne, wo ihr seht, welche Version ihr gerade habt. Das findet ihr alles da. Das war das zum Print Manager. Dann gucken wir uns das Creative Studio an. Das Creative Studio per se ist eigentlich gratis. Es gibt nur 2 Sachen, wo ich herausgefunden habe, dass das nicht funktioniert. Wenn man die Lizenz nicht hat, das zeige ich euch gleich noch. Wenn ihr das Creative Studio über die Sograph-Seite, wenn ihr das öffnet, dann müsst ihr einen Account erstellen, um das nutzen zu können, aber eben es gibt eine Gratis-Version, da müsst ihr jetzt nichts für zahlen. Ihr könnt beginnen mit der Erstellung von einem Design. Das ist quasi zu Hause. Schöne deutsche Übersetzung, das ist der Home-Button. Die Sachen, die ich schon erstellt habe, Galerie, Favoriten, wenn ich hier was drin habe,
wäre das ausgefüllt. So Favoriten zum Beispiel, wenn ihr Schriftarten habt, die ihr favorisiert habt oder Bilder, Galerien mit euren Bildern oder Projekte, die ihr schon erstellt habt. Das sind die Sachen hier. Wir gehen jetzt aber rein und sagen, beginnen mit dem Erstellen. Und hier die Seite finde ich auch sehr einfach aufgebaut. Ihr habt einerseits leere Produkte, die ihr verwenden könnt. Und da können wir mal, nehmen wir eine Tasse, ne? Da habt ihr ganz viele verschiedene Tassen. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese 11 Unzen Tasse. Und jetzt habe ich hier wirklich schön das Design, wie groß das sein darf, um das auf die Tasse aufzubringen. Und jetzt kann ich hier anfangen, Sachen reinzugeben. Ich kann zum Beispiel einen Background machen. Nehmen wir mal hier was Gestreiftes. Den muss ich natürlich größer machen, damit das Ganze abgedeckt wird. Und ihr seht, es sind zwei Elemente. Es sind die Streifen und hier die Farbe. Die Farbe möchte ich anders haben. Da hätte ich gern so ein Altrosa. Und dann die Streifen kann ich auch ein bisschen größer machen, dass das auch wieder abgedeckt ist. Und die möchte ich nicht ganz so weiß haben, sondern mehr so ein bisschen dezent. So, das ist das. Dann kann ich zum Beispiel Elemente einfügen. Nehmen wir mal For Thanksgiving. Finde hier solche Sachen extrem cool. Könnt ihr auch in der Größe verändern. Ihr könnt es wenden. Jetzt passt der Hintergrund nicht mehr ganz. Können wir den kurz ändern. Dann können wir Text einfügen und hier könntet ihr eure hochgeladenen Schriften, und das ist eben genau das Thema, hierfür braucht ihr eine Lizenz, um eure eigenen Schriften hochzuladen. Die Lizenz zeige ich euch nachher gleich noch. Aber ihr habt hier im Creative Studio echt massenhaft Schriften. Also wenn ihr da nicht das Richtige findet, na, ihr seht jetzt, ich bin auf Seite 8 und ich bin immer noch beim B. Ne? Also hier wirklich super viele Schriften. Ich konnte mich jetzt fast nicht entscheiden. Ich habe jetzt hier mal dieses Luvia genommen und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen Happy Fall. Ich kann das auch größer machen. Ich kann auch hier die Farbe ändern, ne? Wenn ich irgendwas möchte, was ein bisschen mehr in die Farbe reingeht, die ich da habe. Ist immer so bei mir die Sache. Nur kurz was zeigen, ne? Dann kann ich das duplizieren. Kann hier zum Beispiel sagen, y'all. Können wir auch noch nach Herzen suchen. Und so könnt ihr ganz einfach euer Design erstellen, für eine Tasse zum Beispiel hier eben, und das drucken. Das war jetzt mal ein Beispiel, damit ihr das so ein bisschen seht. Wie gesagt, hier habt ihr die ganzen leeren Produkte, die ihr verwenden könnt. Ihr könnt, wenn ihr etwas oft verwendet, könnt ihr das auch als Favorit festlegen. Was hatte ich vorhin, die, ne? Und wenn ich dann hier drauf gehe auf die Einstellung, dann sehe ich schon meine Favoriten, ne? Hier, wunderbar. Designs, das sind eben Elemente oder schon vorgefertigte Designs. Hier seht ihr jetzt eben diesen Streifen von wegen Premium. Ich mache jetzt kurz einen leeren Canvas, damit wir das auch sehen. Was nehmen wir da? Nehmen wir ganz einfach ein Fotopanel. Dann können wir sagen, neu starten. So, jetzt Designs. Jetzt gehe ich hier zum Beispiel auf Christmas, weil da ist kein Premium-Streifen drüber. Das heißt, ich kann hier mal gucken, was es drin hat. Finde ich hier ganz süß, dieses Baby It's Cold Outside. Und das Schöne ist, ich kann hier das immer noch ändern. Ne? Ich kann hier zum Beispiel sagen, wenn ich Baby nicht will, sondern Honey, it's cold outside. Und so habe ich schon angepasst. Ne? Und eben auch die Farben und alles. Ne? Könnt ihr wunderbar anpassen, bis es euch gefällt. Das heißt, ihr könnt hier mit diesen Vorlagen arbeiten. Backgrounds habt ihr schon gesehen vorhin, ne? Da habt ihr auch verschiedene, die
nicht Premium sind, also die Basics zum Beispiel, da habt ihr wirklich eine super schöne Auswahl an Hintergründen. Dann Elemente ist quasi einzelne Elemente. Mal jetzt hier kurz neu starten und jetzt gehen wir eben for Thanksgiving, das hatten wir vorhin schon, ne? Oder wir könnten hier zum Beispiel auf Creatures gehen. Da hat es super süße Designs drin, die ihr ganz einfach gratis verwenden könnt, ne? Also das finde ich schon extrem cool und dann könntet ihr euch hier so ein Design damit gestalten. Jetzt, was ich beim Text vorhin noch nicht gesagt habe. Es wäre ja schön, wenn der sich quasi um die Eule herum biegen würde. Und genau das können wir machen. Also wir können drehen, wir können einen Bogen machen. Na, hier. Ich kann die Farbe des Außenrandes verändern. Und dann hier diese Outline machen. Sowas funktioniert alles. Dann habt ihr verschiedene Effekte, die ihr machen könnt. Ihr eben duplizieren, vorwärts, zurück, senden. Das kennt ihr jetzt mittlerweile aus den Plotter-Programmen, ne? Dass ihr eben wie bei einem Papierstapel die Ebenen habt, wo ihr was in den Vordergrund legen könnt oder in den Hintergrund legen könnt. Was hatten wir noch nicht? Die Ausrichtung natürlich, rechts, mittig, links, ob es fett geschrieben ist, ob es kursiv geschrieben ist. Ihr könnt die Größe der Schrift auch hier anpassen. Und dann könnt ihr auch eigene Bilder einfügen, ne? Wenn ich hier auf mein Image gehe. Ihr seht, ich habe hier schon ein Bild, aber ich kann jetzt natürlich auch ein anderes Bild hochladen. Ich habe jetzt auf JPEG gedrückt, dann Upload. Und jetzt könnte ich hier auch anstatt der Eule zum Beispiel meinen Polarbär nähen. Ne? Und wir können den Bogen, glaube ich, auch in die andere Richtung biegen. Genau. Könntet ihr hier sowas machen. Also hier mit euren Bildern arbeiten. Und Custom Canvas ist ganz einfach, wenn ich sage, ich habe eine ganz bestimmte Größe, die ich haben will. Nehmen wir zum Beispiel eine A6-Seite, dann sind wir bei 105 x 148 mm. Sage Create. Jetzt nehmt ihr hier quasi mein Design und das kann ich auf die Seitengröße anpassen und dann hier meinen Text auch reinmachen. So könnt ihr quasi eure eigenen Designs erstellen. Ihr könnt auch immer rückgängig machen, ne? Ihr könnt Sachen in den Papierkorb werfen und wenn ihr komplett neu starten wollt, dann könnt ihr hier neu starten. Dann könnt ihr euer Design auch speichern, das herunterladen, teilen und hier ist eben das Drucken. Das heißt, wenn ich jetzt auf Drucken gehe und ich sage, das ist genau das Design, das ich haben will, dann kommen die Printer-Settings. Ich sage, es ist A6 hier. Mirror ist eingeschaltet. Ich will es auf das Mauspad haben. Das lasse ich so. High Quality, Vivid und Color Palette brauche ich nicht. Und jetzt kann ich sagen, drucken. Dann sagt er, das war erfolgreich. Und wenn ich jetzt auf OK drücke, dann dauert es ein kleines Momentchen und der Print Manager öffnet sich selbstständig. Jetzt hier sehe ich eben nochmal die Einstellungen, dann, dass es eine A6-Seite ist, dann den Job. Ich kann den auch noch ein kleines bisschen kleiner machen, damit das dann auch auf der Seite anständig Platz hat, dass ich einen Rahmen ringsherum habe. Ihr seht, es ist auch schon gespiegelt. Farbe muss ich nichts anpassen, weil ich habe ja Vivid, das ist eine Standardeinstellung. Sonstiges muss ich auch nichts machen und jetzt kann ich eigentlich schon auf Drucken gehen. Ne? Und so wird es ausgedruckt. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir gucken uns noch kurz die Premium-Mitglied-Option an. Und da habt ihr, wenn ihr auf die Startseite geht, dann habt ihr hier gerade mal so 30 Rabatt auf den ersten Monat. Und hier seht ihr, dass ihr pro Monat kostet es rund $20 und hier müsstet ihr ein Häkchen setzen und dann auf Checkout gehen, wenn ihr so eine Membership haben wollt. Wie gesagt, ihr habt dann einfach Zugriff auf die ganzen Designs
und auch ihr könnt eure eigenen Schriften dann hochladen. Das sind die 2 Vorteile, aber wie gesagt, ihr könnt hier auch problemlos ohne diese Mitgliedschaft mit dem Creative Studio arbeiten. Ne? Das geht wunderbar. Jetzt habe ich natürlich auch hierfür noch einen Testdruck gemacht, einfach damit ihr das auch seht. Hier habe ich allerdings nur einen gemacht, weil eben wenn ich über den Print Manager gehe, spielt es keine Rolle, aus welchem Programm heraus ich drucke. Und hier seht ihr, Polarblau ist schön Polarblau, rosa oder dieses Pink ist schön pink, rosa ist rosa, Türkis ist türkis. Hier das Einzige, was ich habe, und das kriege ich wirklich anscheinend mit keinem Drucker hin, ist dieses dunkle Polarblau. Wird bei mir braun. Naja, ist halt so. Aber schwarz ist schön grau, lustigerweise hier auch braun. Also da scheint er mit Grau irgendwie seine Tücken zu haben, ne? Aber hier auch diese Farbe, finde ich, ist wirklich gut geworden. Und damit ihr das nochmal so im Vergleich habt, ne? Das ist der ET 15000, das ist der Epson Truecolor SF100 und das ist der Sogras Drucker. Und ich würde sagen, ihr könnt, glaube ich, erkennen, dass das definitiv überall komplett andere Farben sind. Von den Vorgaben, die ich habe, ist das, was dem am nächsten kommt, was ich haben wollte, ist das beim Sawgrass. Bei Rosa ist das der einzige und Pink, der das wirklich so gedruckt hat. Auch dieses Polarblau. Hier ist es grau, hier ist es grün. Lila ist überall ein bisschen anders. Und das Türkis ist hier auch wirklich super, so wie ich das gerne hätte. Ne, da haben wir hier ein Petrol. Hier ist ein bisschen dunkler, das würde ich auch noch akzeptieren. Aber insgesamt vom Bild her ist das, was ich beim Sawgrass bekomme, eigentlich am nächsten an dem, was ich gerne hätte. So, und jetzt kommt noch die Gretchenfrage, ne? Was macht denn die Frau B jetzt? Das Thema ist, aufgrund von dem, was ich euch gesagt habe, ist der Epson ET 15000 aufgrund des Farbmanagements und weil ich eben hier, ich habe kein ICC-Profil gefunden und der hat zwar, ich habe die Möglichkeit A3 zu drucken, aber ich habe noch nie in meinem Leben A3 gedruckt, weil ich müsste ja dann auch eine Presse haben, mit der ich A3 pressen kann. Also von dem her, ich habe den bis jetzt behalten, weil ich immer dachte, ich muss eure Fragen ja auch beantworten können, aber das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, ne? Von dem her, der fällt raus. Von dem verabschiede ich mich. Jetzt haben wir noch diese beiden. Und da, ich denke mal, ihr werdet zwischen den Zeilen quasi schon gemerkt haben, für mich ist halt wirklich das Farbmanagement ist das, was am wichtigsten ist, weil es geht ja darum, ne, dass ich eine Farbe auf ein Element übertragen kann. Und dadurch, dass ich eben diesen Print Manager habe und dann zudem auch noch das Creative Studio, wo ich quasi meine Dateien gleich da drin erstellen kann und nicht jedes Mal irgendwie ein bisschen PowerPoint, ein bisschen Canva oder was auch immer. Ich kann einfach ins Creative Studio reingehen, meine Datei erstellen und das ausdrucken und ich weiß, ich bekomme ein gutes Resultat. Und vor allem immer das gleiche Resultat. Ne? Und auch die Tatsache, dass ich zum Beispiel, wenn ich aus dem Silhouette Studio oder aus dem Cricut Design Space irgendwas drucken will, weil ich einen Print and Cut gemacht habe, habt ihr ja gesehen, ne, dass ich trotzdem auch von da auf den Print Manager zugreifen kann, wenn ich unten eben auf dieses PDF drauf gehe und da den Sawgrass Print Manager auswähle. Von dem her funktioniert das wunderbar. Somit ist für mich die Entscheidung auch der. Fliegt raus. Und ich schmeiße jetzt die Geräte nicht weg. Ne? Ich werde natürlich gucken, ob ich jemanden finde, der an den Geräten Interesse hat, weil es ist eine persönliche Präferenz. Ne? Alles, was ich euch hier überhaupt auf meinem Kanal erzähle, das sind meine Erfahrungswerte und meine Präferenzen. Das soll für euch höchstens eine Hilfestellung sein, wenn ihr eure eigenen Entscheidungen trefft. Aber ich werde mich definitiv für den Sawgrass Drucker entscheiden. Von dem her kriegt ihr den Status von geliehen zu kaufen. Und das ist auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich der Vergleich von den Ergebnissen,
meine Überlegungen, was für den einen oder anderen Drucker spricht und ja, mein Entscheid dann auch, dass ich tatsächlich jetzt mit dem Sawgrass Drucker arbeiten werde. Man könnte jetzt auch sagen, hättest du von Anfang an machen können, aber dann hätte ich ja die Erfahrung nicht sammeln können mit den anderen Druckern und könnte die nicht vergleichen. Von dem her, alles gut, ne? Schritt für Schritt. Ich habe jetzt den Sawgrass Drucker und somit werdet ihr den auch zukünftig in den Sublimationsprojekten öfters sehen. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, es war hilfreich und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Und nicht vergessen, ne, am Montag geht's los mit den Laser-Videos. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald! And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful.